Schön, dass ihr wieder reinschaut bei TweakPC. Wir werfen heute einen Blick auf einen sehr kompakten Kühler aus dem Hause Cooler Master. Das ist der G200P, ein Low-Profile-Kühler. Gibt es bei uns in Deutschland für um die 40 plus minus Euro und vor allen Dingen für Leute interessant, die sich ein Small Form Factor System bauen möchten, vielleicht ITX oder auch noch kleiner. Dann könnte der Kühler was für euch sein und den schauen wir uns jetzt genauer an. Ausgeliefert wird der Kühler in dieser kleinen Kartonage hier. Darin enthalten natürlich ein kleines Zubehörpaket. Zunächst einmal, Kühler lässt sich auf allen Mainstream-Sockeln montieren. Dazu zählen aktuell jetzt der Intel LGA 1151 V2 und bei AMD ist das der AM4-Sockel. Da passt der Kühler drauf. Auf alle größeren High-End-Sockel, da müsst ihr für ein Montagezubehör hier leider verzichten. Ansonsten im Lieferumfang dabei ein Master Gel Brotspritzchen. Das ist interessant für natürlich, falls ihr keine Wärmeleitpaste mehr zu Hause haben solltet. Und natürlich, ihr seht es auch schon, der Lüfter verfügt über RGB. Das heißt, auch ein entsprechender RGB-Taster ist dabei, falls euer Mainboard noch keinen RGB-Header hat. So könnt ihr auch die Beleuchtung dann je nach Wunsch natürlich bei euch steuern. Weiterhin im Lieferumfang enthalten natürlich das Montagesystem für die eben genannten Sockel, als dann auch noch einen kleinen Adapter, um schlussendlich den Kühler richtig anzuschrauben. Der eigentliche Kühler selbst ist dann, wie ihr unschwer erkennen könnt, wirklich sehr, sehr kompakt gehalten, ist fast gar nicht höher wie der Arbeitsspeicher, je nachdem welchen Arbeitsspeicher ihr natürlich verbaut. Der Kühler misst in der Höhe mit montiertem Lüfter dann, dem Standard Cooler Master Lüfter, der hier dabei ist, 39,4 mm, also damit sollte auch in den meisten Gehäusen mehr als genug Platz sein. Kühler ist ansonsten auch von den Abmessungen wirklich sehr kompakt, überragt zum Großteil bei den meisten kleineren Mainboards keine Kühlkörper, PCI-Slots oder auch Arbeitsspeicherslots, da habt ihr also dann entsprechend freie Bahn. Ausnahmen bestätigen hier natürlich dann wieder die Regel. Montiert ist hier ein 92 mm Lüfter mit einem Drehzahlbereich von 800 bis 2600 Umdrehungen, angeschlossen natürlich per PWM-Stecker. Da habt ihr also auch entsprechend dann die Möglichkeit, euch eine Wunschdrehzahl einzustellen oder wahlweise auch natürlich ein Drehzahlprofil anzulegen. Was heutzutage nicht fehlen darf, ganz klar eine Beleuchtung. In diesem Fall jetzt hier beim Lüfter, das ist ein 4-Pin RGB-Anschluss. Den könnt ihr dann entsprechend mit Asus Aura, MSI Mystic Light und den anderen beiden Mainboard-Hersteller-Tools auch entsprechend steuern. Habt ihr kein Mainboard zu Hause mit einem RGB-Header, dann gibt es wie angesprochen einen Taster dazu. Wahlweise, wenn ihr das nicht haben möchtet und sagt, RGB-Beleuchtung interessiert mich nicht, könnt ihr die entsprechend auch einfach auslassen. Der Lüfter wird ansonsten am eigentlichen Kühlkörper von oben mit 4 Schrauben fixiert. Rahmenbreite des 92 mm Lüfters sind 15,4 mm. Ihr könnt den Lüfter natürlich entsprechend auf ein anderes Modell austauschen, der ebenfalls über diese Rahmenbreite verfügt. Dann passen auch noch entsprechend die Schrauben dann dazu rein. Unterseite beim Kühlkörper, man setzt hier auf eine massive Kupferbodenplatte, die natürlich im Kühlkörper integriert wurde. Da gibt es noch 2 C-förmige Heatpipes dazu, die die Abwärme dann an die Aluminiumlamellen abgeben. Und das ganze Teil hier es ist zwar nicht so sonderlich viel dran, wirklich hochwertig und rundum gelungen verarbeitet, gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Und ich würde sagen, wir schauen uns an, wie man das gute Stück denn dann auf einem ITX-System zum Beispiel montiert. Der Low-Profile-Kühler wird bei uns auf einem kleinen ITX-System montiert mit einer AMD-APU drauf, aktuelles AM4-System, also das ist up-to-date von der Sache her. Was müsst ihr jetzt beachten? Nun zunächst einmal Retention-Modul demontieren, das braucht ihr nicht mehr. Multiback-Blade mit den entsprechenden Gewindestangen bestücken, beiden verschiedenen Montagebügel montiert um den CPU-Sockel und am Schluss dann den Kühler da draufsetzen. Was ihr beachten müsst, beim Kühler muss der Lüfter demontiert sein. Für die Endmontage kommt ihr eben nicht oben an die beiden Mutterverschraubungen dann dran. Lüfter wieder drauf, anschließen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ihr benötigt dafür, wie angesprochen, einen Schraubendreher und so 5 bis 10 Minuten Zeit und dann ist euer kleines System auch schon wieder einsatzbereit. Ich habe es zwar vorhin schon mal angesprochen, aber noch einmal hier die Info. Eure Arbeitsspeicherslots bleiben mit dem Kühler komplett frei, somit könnt ihr da vielleicht auch höheren Arbeitsspeicher problemlos einbauen, wenn es denn das Gehäuse dann zulässt. Doch was leistet jetzt der kleine Master Air G200P? Nun, bei uns im Test positioniert er sich im Vergleich zu anderen Low-Profile-Kühlern im mittleren bzw. leicht im hinteren Teil des Testfeldes und die Temperaturwerte sind da, wo wir sie aufgrund der Größe als auch der Lüftereigenschaften dann erwartet hätten. Thema Lautstärke auch immer besonders bei kleineren Lüftern ein interessantes Thema. Beim G200P hinterlässt mit maximaler Umdrehungszahl dann einen hörbaren Eindruck. Bei uns ist also aus dem System deutlich wahrzunehmen mit maximaler Drehzahl. Wenn ihr die Drehzahl entsprechend, wie wir das jetzt hier mal gemacht haben, auf 1400 Umdrehungen pro Minute senkt, dann wird der Kühler angenehm laufruhig und ihr vernehmt, je nachdem natürlich was für ein Gehäuse oder wie empfindlich eure Ohren sind, da nur noch ein leichtes und dezentes Summen. Ja, wie schneidet der Cooler Master Air G200P bei uns im Test jetzt eigentlich ab? Nun, zunächst einmal ist ein schicker, kleiner und hochwertig verarbeiteter Low-Profile-Kühler. Das ganze Teil lässt sich dann auch kinderleicht montieren, lässt die Arbeitsspeicherslots frei und verfügt dann auch entsprechend über ein nettes kleines Zubehörpaket.
Besonders hervorzuheben hier die RGB-Steuerung per Taster und Molex-Adapter das Ganze. Auch für Leute interessant, die vielleicht noch keinen RGB-Header zu Hause haben. So könnt ihr die Beleuchtung dann entsprechend trotzdem benutzen. Wenn ihr die Beleuchtung gar nicht möchtet, könnt ihr sie natürlich auch einfach ausstecken. Bei der Kühlleistung her hinterlässt der Master RG200P dann einen soliden Eindruck. Er ordnet sich dahin, wo man ihn anhand der Größe vermuten würde. Gibt es jetzt groß weiter nichts zu sagen. Lautstärke technisch mit maximaler Drehzahl hört ihr ihn deutlich aus dem System heraus. Wenn ihr entsprechend dann ein bisschen selbst Hand anlegt, bekommt ihr allerdings auch diesen Kühler entsprechend leiser. Die Kühlleistung sinkt dann natürlich entsprechend etwas ab. Arbeitsspeicherslots bleiben ansonsten auch frei. Und ansonsten ist es ein rundum nettes Paket. Für um die 40 Euro, wie gesagt, plus minus. Mal schauen, wo der Kühler sich dann schlussendlich einpendelt. Könnt ihr da durchaus mal einen Blick drauf werfen. Das wäre es soweit von uns, aber jetzt interessiert uns natürlich noch, wie ist eure Meinung zu dem kleinen Kühlkörper hier aus dem Hause Cooler Master? Ist der was für euch? Findet ihr die Beleuchtung cool? Sagt ihr mittlerweile, zu viel RGB-Beleuchtung? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und auch ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, auch gerne alles hier unter das Video drunter. Ja, mir bleibt noch zu sagen, ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Ich bin der Jan und bis zum nächsten Test bei TrickPC. Und natürlich nicht vergessen, wenn euch unsere Arbeit gefällt, Abo dalassen, Daumen nach oben und auch die Glocke aktivieren.